Hallo und willkommen. Wir befinden uns in Leipzig bei Jens Witt in der Werkstatt von Stromklang. Hallihallo. Grüß dich, Ben. Was ist Stromklang? Also, Stromklang ist Modifizieren von Musikinstrumenten, vorliebe 80er Jahre Instrumente. Sagen wir eher so Keyboards und so, diese Spielzeug-Keyboards oder Massenkonsumprodukte von früher. Stromklang ist Modden von elektronischen Geräten, also jetzt nicht nur Keyboards und sowas, sondern allgemein alles, was elektronisch ist. Stromklang, Soundbanding, also kontrolliertes Kurzschließen der Geräte. Ja, halt kreativer Umgang mit Elektronik, halt eher, würde ich mal schätzen. Kommt dem ganz gut nahe, also ein bisschen aus der Norm. Genau, das ist Stromklang im groben Umriss. Alles klar. Ja, also wer sich in meinem Channel schon mal umgeschaut hatte, es gibt ein Video, ist schon länger her, dass ich das hochgeladen hatte, von meinem Faulton, den ich Jens mal gegeben hatte. Da hatte ich ein kleines Review gemacht. Ich blende mal irgendwo hier einen Link ein, wo man das sich angucken kann. Und ja, ich glaube, seitdem gab es nochmal einige Leute, die dir auch einen Faulton zugeschickt haben und dir Genau. quasi, Das du ist machst ja doch auf Auftrag quasi dann. Ja, genau. Also man kann gerne zu mir kommen und sich ein Angebot einholen. Das ist alles bezahlbar. Ist immer im Rahmen dessen. Und also es sind mittlerweile sehr viele dazu gekommen. Also ich glaube jetzt in letzter Zeit so 6, 7 alleine VL-Tons von Casio sind halt sehr beliebt. Durch ASCAD haben die ja berühmt gemacht mit dem Umbau dazu mal. Und bei mir gibt es einen kleinen Extra-Gimmick, so der regelbare Cut-Off, also Regler, um auf der Basis von einem Operationsverstärker, der noch zusätzlich eingebaut wird. Casio hat ja im Faulton so eine kleine Experimentierplatine, also Experimentierbereich auf der Platine gelassen. Da passt das Ganze ganz gut drauf. Ist eine Handvoll Bauteile, die da noch zusätzlich eingefügt werden. Und ansonsten ist allgemein sehr viel dazugekommen. Also sind verschiedene Firmen auf mich aufmerksam geworden, gerade hier im Bereich Leipzig, die mittlerweile kreativ sich helfen lassen. Dann, ich habe für verschiedene Musiker aus verschiedenen Bereichen schon gearbeitet, habe überwiegend alte Instrumente vor mir. Also es ist auch meine große Leidenschaft, alte Instrumente zu retten, restaurieren, umzubauen, halt kreativ neu zu gestalten in dem Sinne. Halt, ja, genau, wie können wir das sagen? Ja. Also du, einerseits kann man dir quasi sagen, ich habe hier von Genau. Omi aus dem Keller irgendwie noch ein altes Sowas zum Beispiel, Keyboard. genau, so ein altes Porta Sound zum Beispiel auf dem Flohmarkt für ein paar Euro und dann wird das kreativ weiter verunstaltet. Ab zu Jens ein paar Puttis rein, ein paar. Ein paar Puttis rein, genau, ein paar Schalter und eine Patchbank oder sowas, Aha. dass man ein bisschen was machen kann und noch ein paar elektronische Komponenten hinzufügen, ein paar Filter einbauen, das ist alles so möglich. Okay. Es ist wieder eine ganze Bandbreite, farbliche Umgestaltung, alles, wie man Okay. halt möchte. Wenn man selber nicht löten kann, kommt man zu mir. Stark. Und du hattest mir mal Fotos gezeigt von Synthesizer, die du gerettet hast, die verrostet mit Pilzen auf Platine und alle. Du machst auch Restauration, also du das ist rettest auch. Restauration, ja. Okay. Das war der JP3X, JX3P, so rum von Roland. Genau, den ich da bekommen hatte von einer Bekannten aus Leipzig und das war so ein eBay-Kauf, Dachbodenfund und angeblich funktionsfähig, völlig verkrustet, im nassen Keller gestanden, verrostet, Pilzbefall auf Platinen. Das war so eine ganz gute Meisterleistung, sie war sehr zufrieden. Das hielt sich dann auch in Grenzen. Das Gerät funktioniert wieder, einwandfrei. Okay.
mehr als glücklich und das alles auch noch, ja, ja, genau. Super. Wie hat denn das Ganze angefangen hier mit Stromklang? Seit wann machst du das? Ja, Stromklang gibt es erst seit 2 Jahren, 1,5, 2 Jahren habe ich das erst unter diesem Namen definiert. Angefangen hat das schon in der frühesten Kindheit. Also meine Mutter erzählt immer ganz gerne eine Story von mir, als ich als Vierjähriger oder Fünfjähriger im Kindergarten unbeaufsichtigt gelassen worden bin und Telefonanlage kurz geschlossen habe. Aber Heidentacho oder mit 10 Jahren einen Farbfernseher vom Opa repariert. Das war damals mal teures Zeug zu DDR-Zeiten, ne? Ja. Gab ja nicht und wir hatten ja nicht. Und ganz so war es nicht, aber ja, Farbfernseher repariert, dann angefangen und dann immer, Ja, stark. ja, ich habe ich glaube mit 7 oder 8 den ersten Lötkolben geschenkt gekriegt, da hat es mal so ein dreckiges Teil, da musstest du da hinten an die Kerze halten, da war ein Kupferblock, dann die Kerze halten und dann hat er vorne Zinn und mein Onkel war Elektriker gelernter und hat dann gesagt, er brauche richtigen Lötkolben und dann ging das halt los. Angefangen habe ich dann vielleicht die ersten Kabel repariert, so von Mutti, wenn die Steckdose kaputt war oder Okay. sowas, so kleine Dinge, das kann ich fast gar nicht erzählen, wenn da so ein kleiner Junge da an der Steckdose rumhärt. Aber es war okay, dann ging das halt, zog sich das wie ein roter Faden durch. Es hat dann halt für Kumpels nach der Wende die Telespiele repariert, den C64 umgebaut, ja, die ganzen alten Konsolen und Computer, diese Atari, C64 und alles, das ist ja ein ganz großes Streckenpferd von mir, habe ich ja bis heute noch. Ja. Könnt ihr mal ja auch mal unter kcukc.de gucken. Da gibt es dann, Blenden wir ein. blendet da ein, genau. Da jetzt, und so hat es halt immer weiter. Elektronik hat mich schon immer begleitet und war immer schon mein Ding und das ist dann halt immer mehr geworden. Dann mal die Anlage vom Kumpel repariert, dann da hat sich das halt entwickelt. Dann, Also ein Bastler durch und durch. Mir fällt jetzt auch gerade ein, genau, dass ich dir mal mein altes Navi mal gegeben hatte, wo der An- und Ausschalter genau, kaputt war. Das hast du mir auch gemacht. Also, genau also so. wirklich, also nicht nur Keyboard, Synthesizer, sondern wirklich Ja, Elektronik jeglicher Art. ich Ne? mache Also, auch für verschiedene Firmen Lightning, Moving Heads, kopfbewegtes Licht und sowas Stark. reparieren. Also wenn da Probleme entstehen, gerade Moving Heads sind immer viel Betrieb, bewegen sich sehr viel, das hat man viele ermüdende Bauteile, sowas. Was ich nicht mache, das sind halt Fernsehreparaturen oder Waschmaschinen oder sowas. Oder okay. Hauselektrik verlege ich nicht, braucht man gar nicht erst zu fragen. Habe ich schon Anfragen gehabt, mache ich nicht. Das ist, ich bleibe so, alles was so im Veranstaltungsbusiness läuft, Computertechnik geht dann auch noch ein bisschen was, halt so ein bisschen, oder ja, für den einen oder anderen, der es braucht, Sonderanfertigung, das ist Mikrocontroller, so habe ich auch eine Zeit lang sehr intensiv mich beschäftigt, autonome Steuerungsprozesse und sowas. Also schon ganz schön weit, Stark, ja. Modellbau, also alles, was sich fernsteuern lässt. Stark. Ja, Drohnentechnik ist ein cooles Thema. Baue ich auch gerade an einen VPN-Flieger. Das bedeutet, also du siehst halt aus der Sicht des Flugzeuges, aus dem Modell, hast du eine Brille auf und siehst dann, wie der fliegt und kannst, Okay. Habe ich auf YouTube mal Videos gesehen, so, Genau, so, so eine quasi so Späße, Ego-Perspektive und dann aus dem Flieger quasi. genau, Geil. so eine Späße, alles mögliche, also Hauptsache technisch, Ja, genau. stark. Okay, und wie geht's weiter mit Stromklang? Was sind die Pläne für die Zukunft? Die Pläne für die Zukunft, das wird sich halt erstmal ein bisschen verkleinern. Ich versuche gerade erstmal eine Festeinstellung zu kriegen, weil es doch alles zu freakish ist, was ich mache. Es ist doch alles schon so ein bisschen so nerdy und für die große Masse halt auch nicht, ich müsste sündhaft teuer alles verkaufen. Ich müsste halt unglaublich vielleicht Stundenlohn verlangen. Okay. Das kann ich nicht Also realisieren. du kannst nicht davon leben, du machst es als Hobby nebenbei Das ist sozusagen. Nebenberuf, ich bin also selbstständig, ist alles gewerblich, aber es hält sich auch preislich in Grenzen und hingehen tut es erstmal dahin, dass ich jetzt gerade, ich versuche immer noch Finanzierung zu finden für den Bausatz. Also es gibt schon in Plänen und im Kopf ist er schon fertig, es gibt kleinere Prototypenmodelle, ein Do-it-yourself-Bausatz für einen Synthesizer. Im Low-Budget-Bereich aber, also es sollte kein Studiogerät erwarten, ist es aber so konzipiert, dass sich der Bausatz modular erweitern lässt. Also es wird ein modulares System geben mit Tastatur und allem drum und dran, also mit zusetzbaren Filtern
Und alles so in kleinen Modulen und alle sind für sich aber selbst funktionabel. Also man könnte auch ein Modul irgendwo anders rausnehmen, also das könnte ein Modul davon nehmen und woanders reinbauen. Selbst irgendwo bei sich im Studio verbauen. Das ist alles möglich und da fehlt aber, wie gesagt, noch ein bisschen der finanzielle Hintergrund. Ja. Und darum versuche ich gerade erstmal entweder noch hier so über Wasser zu halten oder dann gewerblich erstmal eine Festeinstellung zu kriegen. Ja. Und Aber das hört sich gut an, also ich drücke dir auf jeden Fall den Daumen, dass das klappt, weil irgendwie, ich hatte auch schon ein paar Mal überlegt, also ich bin jetzt nicht so der Bastler, aber habe auch einen Lötkolben zu Hause stehen und irgendwie würde dann auf jeden Fall, wenn das klappt, nochmal also es wird wird's idiotensicher. noch mal ein Video wir darüber geben auf jeden Fall. Sind auch für Anfang nächstes Jahr ein Workshop geplant. Der wird von Get Digital gesponsert. Da gibt es ein großes Bastelpaket. Okay. Und wir machen hier in Leipzig dann wieder mal einen Workshop. Wir hatten vor 2 Jahren mal einen Workshop gemacht. Da haben wir eine eigene kleine Crackbox zusammengebaut unter Anleitung. Es kam ganz gut an. Wir hatten nicht so viel Platz, wie wir Anfragen hatten und wird definitiv wieder gehen. Das ist aber alles so in der Zukunft und mal gucken. Also der Workshop wird zu Anfang des Jahres stattfinden. Sollte jetzt im Winter stattfinden. Es wird aber nochmal verschoben, weil noch einiges fehlt an Sachen. Muss ja viel vorbereitet werden. Location-Suche. Alles klar. Ja, kommt noch was. Okay, hört sich gut an, wunderbar. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und wünsche dir alles Gute. Danke. Links blende ich ein, um Kontakt aufzunehmen und Dankeschön. Ciao. Schönen Tag noch.